Hallo ihr Lieben. Grüß euch. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, das letzte Mal habt ihr die gleichen Feier gesehen wahrscheinlich und noch irgendwelche Kleinigkeiten. Jetzt werden wir die Konterlattung fertig anschrauben. Die ist nämlich nur mal fixiert, aber da müssen alle 70 cm muss eine Schraube rein mit 160 mm Länge, 8 mm Starke. Ja, irgendwie hat das ausgerechnet und so machen wir das halt. Das sind Schulterschrauben, Flachkopfschrauben, glaube ich. Ja, die werden wir jetzt eine nach der anderen hineinjagen, bis die Akkus leer sind, beziehungsweise bis es dunkel ist. Und dann werden wir umsteigen und die Vorbereitungen machen für den Lauchfang, für den Kamin, Schornstein, Flemmen, den ersten Stein setzen, ausschneiden für die Entwässerung, fürs Abwasser. Was hat sich inzwischen sonst getan? Wir haben ein neues Teil auf der Baustelle, der uns super warmes Essen zaubern wird, hoffentlich. Ja, es sind ja bald einmal die Fenster dran, dann ist das Haus soweit dicht und kann man theoretisch auch einheizen und dann werden wir hier wahrscheinlich auch längere Nachmittage und Nächte verbringen. Natürlich nicht mit Schlafen, sondern Arbeit. Und dann sollte man natürlich auch die Gelegenheit haben, Essen aufzuwärmen, Wasser zu kochen für Tee etc. Sonst wünschen wir euch dann viel Spaß beim Video. Schön, dass ihr dabei seid. Wie gesagt, habe ich glaube ich am Anfang schon gesagt, wurscht. Doppelt hält besser. Und ja, wir sehen uns dann zwischendurch. So, wie man hier sieht, fehlt da überall noch dazwischen eine. Und da haben wir jetzt gerade schon die angeschraubt. Oben müssen wir jetzt raufklettern. Ah, der ist es, ja. Und wie ihr sehen könnt, es ist einfach schon urdüster. Herbstwetter, der Nebel lichtet sich nicht mehr jeden Tag, manchmal bleibt er den ganzen Tag. Ah, und das, obwohl es gerade einmal 4:30 ist. Ja, so ist es. Ja, wir schneiden jetzt ein Stück Flemmpappe. Das muss unter dem Rauchfang gemacht werden, weil das gesamte Fundament ja geflemmt werden muss. Wenn der Rauchfang schon steht, kann man das nicht. Das gleiche macht man noch für Zwischenwände. Erst das Teerpappe, dann die Wand aufstellen und dann alles andere flemmen. Das war's, ist geflemmt. Hier kommt dann der erste Stein drauf. Und wenn das alles steht, wenn wir fertig sind, damit wir die Horizontalabdichtung machen, beziehungsweise die Abdichtung vom gesamten Fundament, dann schließen wir einfach daran an. Übrigens, wir haben hier drin schon schön Moos wachsen. Da unten haben wir sogar schon kleine Pflänzchen. Das ist nun mal so, wenn ein Jahr lang, fast ein ganzes Jahr lang kein Dach auf einem Haus ist, dann kann schon mal passieren, dass Algen und Grünzeug wachsen. Aber es gibt auch Mittel, womit man das wieder entfernen kann. Mit einer Drahtbürste, dann gibt es diverse Mittelchen, womit man das zukünftig auch verhindern kann. Aber das reicht einfach schon, wenn keine Feuchtigkeit mehr reinkommt. Und dann wird nichts Ungebetenes hier drin mehr wachsen. Also wenn wir vor sowas Angst hätten, dann hätten wir das ganze Haus gar nicht anfangen dürfen zu renovieren, weil es gab weitaus Schlimmeres in diesem Haus. Manche Balken waren keine Balken mehr, sondern einfach nur mehr Humus, einfach nur mehr Erde. Und ja, wenn uns sowas abschrecken wird, dann würden wir uns in eine Eigentumswohnung setzen oder ein Reihenhaus kaufen. Wir haben den Kamin soweit vorbereitet. Mein Vater hat übermorgen Zeit dafür, um ihn hochzumauern. Und übermorgen ist Freitag und am Sonntag dann können wir den Dachstuhl soweit vorbereiten, den Wechsel reinschneiden, damit der Kamin durch kann. Und so genießen wir unseren Feierabend jetzt. Feierabend sei dahingestellt, wir werden ja für euch dieses Video hier schneiden. Das ist ja auch eigentlich Arbeit. Aber Arbeit, die wir gerne machen. Natürlich. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja, hallo ihr Lieben.
Heute ist mal wieder ein Tag auf der Baustelle, wir fahren gleich los. Heute geht es darum, die Zangen fertig zu hobeln und die Abstutzung für die Mauerbank eventuell vorzubereiten. Das ist schon langsam wichtiger als alles andere, weil mittlerweile jederzeit ein Schnee kommen könnte. Wir haben jetzt den 11. November und da kann es wirklich schon passieren, dass es schneit bei uns in der Gegend. Und wenn es schneit, dann wird der Dachstuhl um einiges schwerer, als er jetzt ist, und dann benötigt er auf alle Fälle schon die Zangen und die Mauerbankabstützung. Also, das werden wir heute in Angriff nehmen. Schön, dass ihr dabei seid. Viel Spaß bei dem Video. Drauf. Unten sieht man, kann man zurückbleiben. Unten bleibt es zurück. Nein? Ja. Dass man einfach keinen Knopf drauf machen muss. Unten, wenn wir ein bisschen gerade machen, dass das schön ausschaut, dass da Phasen drauf. Da wirst du wieder nur mittige Phasen machen. So, aus diesem Balken hier werden wir jetzt so kleine Segmente schneiden, kleine Stücke, die wir danach da oben anschrauben zur Abstützung der Mauerbank. So, jetzt haben wir uns das Ganze ungefähr zusammengerichtet. So wird das Ganze dann ausschauen. Das Stück schrauben wir an die Wand und das ist dann die Abstützung von der Mauerbank. Ja, das geht schon, oder? Hallo ihr Lieben, ich bin auch gerade auf die Baustelle gekommen. Es ist mittlerweile Mittag und ich weiß nicht, ob man mich jetzt hört, aber wir reden einfach lauter, und zwar Gabriel, mein Papa und Gabriels Papa haben viel geschafft schon am Vormittag und wir zeigen euch jetzt diese Stütze. Wir machen die Mauerbankabstützung aktuell. Wir sind designtechnisch ungefähr dort, dass es uns gefällt. Die Lene hat sich auch angeschaut, sie hat nicht wirklich was auszusetzen gehabt. Also werden wir das jetzt so kopieren und für alle 4 Ecken des Hauses einmal machen. Ja, ein paar Szenen spielen wir euch jetzt ein, wie das Ganze aussieht. Und dann gibt es eine Zeitraffer, wie wir das Ganze produzieren. So ihr Lieben, wir haben ja letzte Woche einen Ofen und Backofen geholt. Den werden wir jetzt gleich nutzen. So, war das vielleicht zu nieder, oder wie? Ja, So. aber wir haben ja damit gerechnet, eventuell aufzumachen, aber wir wussten nicht, wie viel genau. Jetzt wissen wir es, sind die Elemente da. Okay. Jetzt haben wir so viel aufgemacht. Das hätten wir sollen damals auch, aber damals hat man Haben wir noch nicht genau gewusst, wie groß die Fenster sind. Ja. Aber jetzt sind wir auf dem Niveau, Ja. wenn es nötig ist. Jetzt werden sie es nicht gewohnt, jetzt werden sie selbst in der Badehosen und jetzt.
eingepackt. Und jetzt mit Haube. Die Steher komplett fertig haben, also die Stützen werde ich dabei das, was da schon geschnitten wurde, mit Wurmex behandeln, also anstreichen, weil wir leider auch ein paar Löcher dort gefunden haben und sicherheitshalber gehen wir da jetzt nochmal mit dem Wurmex drüber. Füllen wir das Ganze auf, dann kommt ein Mörtelbett, damit das Ganze dann das Fenster aufliegen kann. Auffüllen tun wir es deswegen, damit der Mörtel nicht in die Ziegel rinnt und damit wir hier einen guten Isolationswert haben unterm Fenster. So, unten die Stützen sind so gut wie fertig. Wir sind jetzt hier oben und jetzt ist das nächste große Projekt. Die ganzen, wie heißen die? Span? Nee, Blödsinn. Wir müssen jetzt die Zangen wieder Zangen, hobeln. ja. Sie sind jetzt 2 Wochen gestanden, hatten also hoffentlich genug Zeit, um auszutrocknen. Wir machen jetzt einen erneuten Hobelversuch. So, hallo ihr Lieben, wir haben für heute die Baustelle beendet. Heute haben wir die Abstützung für die Mauerbank größtenteils fertig gemacht. Wir haben sie zwar noch nicht montiert, aber sie ist vorgefertigt. Und dann haben wir noch die Zangen gehobelt und alle müssen aber noch auf Unter- und Oberseite, auf der schmalen Seite gehobelt werden. Ja, ihr Lieben, wieder ein Tag geschafft. Wir hoffen, also die Videos gefallen euch, so wie wir euch mitnehmen in unserem Alltag. Übrigens eine Zwischeninfo, wir haben mittlerweile Dachfenster bekommen, wir haben sie gefunden. Wir haben sie in Rumänien gekauft, die sind aus dem Velux-Werk in Rumänien. Das sind Velux-Fenster, sie sind voll elektrisch, also mit elektrischen Rollladen außenliegend und elektrisch zum Öffnen über Fernbedienung mit Regensensor. Das Einzige, was wir nicht wollten, ist solarbetrieben. Wir wollen das auf 220 Volt haben, weil es ist alles noch offen. Ich kann die Kabel verlegen und ich möchte sie auch verlegen. Und ich möchte nicht, dass da irgendwann einmal vielleicht zu wenig Sonnenschein dazu kommt und dann das Fenster nicht mehr aufgeht oder der Akku kaputt geht. Das sind alles Sachen, die ich eher ausschließen möchte, indem ich es gar nicht verwende. Somit ist das Problem auch gelöst, weil wir haben uns ja große Sorgen gemacht, dass wir überhaupt Dachfenster bekommen. Also ob wir überhaupt welche bekommen und ja. Dieses Problem ist gelöst. Das nächste, was sehr wichtig ist, ist noch nicht gelöst, nämlich die Dachdeckung. Das Blech, wir wollen ein Pfannenblech montieren. Dafür haben wir noch keinen Lieferanten gefunden, zumindest nicht, wo der Preis für uns
einigermaßen passt. passen würde, akzeptabel wäre, ja. Also da müssen wir noch weitersuchen, aber Dachfenster haben wir schon mal. Danke auf jeden Fall für eure zahlreichen Tipps. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir von euch Kommentare bekommen und lesen die dann immer durch. Ja. Es sind sehr viele hilfreiche Tipps dabei, Genau. auch sehr viel ermutigende Kommentare. Es freut uns auf alle Fälle. Ja, macht gerne auch ihr weiter so und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, schönen Abend, ciao. Ciao.